Die Mehrwegpflicht ist da. Cafés und Restaurants können einpacken. Das ist ein Prozess, der eventuell 1-2 Jahre dauert, bis das so ein bisschen einspielt, bis auch alle mitspielen. Und die Kunden, was denken Sie darüber? Ich denke, zurücklaufen für Pfand? Nein, ich denke, ich mache es nicht. Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt und auch wirklich sieht, man kriegt sein Geld wieder. Ich hoffe, dass sich das bald einbürgert. Max will wissen, wie funktioniert das mit dem Mehrweg? Wer muss mitmachen oder anders, welche Ausnahmen bestätigen die Regel? Seit Jahresbeginn sind Gastronomen verpflichtet, Speisen und Getränke zum Mitnehmen auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Damit soll Müll reduziert werden, soweit die Theorie. Und die Praxis? Predrag Prodanovic betreibt 3 Restaurants, ein Café in Groß-Gerau, einen To-Go- und Lieferdienst in Griesheim und ein Schnitzelrestaurant in Mörfelden-Walldorf. Und jedes Restaurant schreibt seine eigenen Regeln. Tatsächlich sehr schwierig. Im Endeffekt müssen es auch natürlich die kleinen Betriebe nicht machen. Da haben wir natürlich wieder so ein Durcheinander, wer muss, wer nicht und was da los und so weiter. Im Café Sandböhl ist Predrag Prodanovic von der Mehrwegpflicht befreit. Denn eine Ausnahmeregel besagt, ist ein Restaurant kleiner als 80 Quadratmeter oder sind weniger als 5 Mitarbeiter beschäftigt, muss kein Mehrweg angeboten werden. Trotzdem macht er mit. Seine Kunden leider nicht. Ich komme immer hier und die Frau macht mir immer im Kartonbecher was zu mitnehmen. Finde ich auch gut. Mittagessen gibt es in Darmstadt. Beim To-Go- und Lieferdienst Pono Bowls gehen täglich rund 150 Mahlzeiten über die Ladentheke. Meistens im Einweg, manchmal aber auch im Mehrwegbehälter. Ist auch natürlich der Faktor Kosten auch natürlich ein interessanter, weil die Box uns im Endeffekt die Hälfte von einer Einwegverpackung kostet. Das ist natürlich auf die Masse gesehen natürlich sehr interessant und das spiegelt sozusagen unser Konzept nachhaltig, frisch, biologisch und so weiter wider. Ein Pfand muss nicht hinterlegt werden. Dieses System von Vital funktioniert mit einer App. Mit der muss der Kunde den QR-Code der Dose scannen. Innerhalb von 2 Wochen muss das Geschirr zurückgebracht werden. Sonst werden 10 € fällig. Das war für mich erstmal so ein bisschen zu kompliziert, zu wissen, wie das funktioniert. Und ja, man muss einfach mal gucken, ob man das wirklich tatsächlich regelmäßig bestellt, ob es sich dann lohnt. Hier tatsächlich jetzt so wieder zum Mitnehmen einfach und dann weg. Ich müsste es eigentlich tatsächlich mal umstellen. Das wäre schon gut, ein System zu haben, das nahezu überall funktioniert. Also wenn jetzt jeder sich da so ein eigenes System aufbaut, das wäre sicherlich nicht so clever. Doch genau hier liegt das Problem. Jetzt, wenn du beim Italiener, beim Griechen, beim Deutschen, bei uns, beim Burgerladen, jeder hat irgendwie eine andere Verpackung. Jetzt haben wir natürlich hier den Vorteil, dass es digital ist. Wir wissen, wo es ist und wir wissen auch, wo es hingehen können. Jetzt bei Verpackungen, die halt eventuell selbst angeschafft wurden, dann hast du vielleicht 6, 7 verschiedene Verpackungen. Irgendwann mal stehst du da und denkst, oh, wo kommt das denn hin? Wo bringe ich das denn überhaupt zurück? Denn es gibt nicht nur ein System. Alleine in Frankfurt zählen wir 11 unterschiedliche Pfand- und App-basierte Anbieter. Sie heißen Recap, Vital, Faircup, Recircle oder Relevo. Und auch wenn sich viele Städte wie Frankfurt oder Bad Nauheim um ein einheitliches Konzept bemühen, letztendlich steht es jedem frei, sagt Oliver Kastis vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Hessen. Die große Frage, die man sich stellen muss als gastronomischer Betrieb, ist, welches Konzept passt zu mir? Also nutze ich ein eigenes System, was auch nur bei mir wieder zurückgegeben werden kann, das Behältnis, oder schließe ich mich einem Verbundsystem an? Natürlich wäre es für die Gastronomen gut, auf der einen Seite, dann, dass es nur ein System gäbe und man sich nicht die Qual der Wahl hat, aber auf der anderen Seite haben wir halt eine freie Marktwirtschaft und man muss diesen Markt auch betrachten, weil sich da noch sehr, sehr viel tut. Läuft es bei den großen Ketten besser? Ein Beispiel Burger King. Daniel Polte erklärt uns das Konzept. Das soll möglichst kundenfreundlich sein. Wir haben zum Mehrwegangebotsbeginn haben wir uns für Recap entschieden. Das ist ein offenes System, wo über 20.000 Restaurants, Cafés mitmachen, wo der Gast, die Nutzer tatsächlich ganz einfach ihre Recap-Becher zurückgeben können, so wie bei uns in 750 Burger King Restaurants in Deutschland. Papierverpackungen sind von der Mehrwegpflicht ausgenommen, sodass es aktuell nur Getränke und Eis im Mehrweg gibt.
Für einen Becher mit Deckel muss der Kunde 2 € Pfand hinterlegen und könnte auch damit schon viel bewirken. Jede Stunde werden in Deutschland etwa 320.000 Einwegbecher für Heißgetränke verbraucht. Wir sehen momentan, dass wir uns immer noch in der unteren einstelligen Prozentzahl befinden bei Leuten, bei Gästen, die sich eben entscheiden, statt Einweg-Mehrwegbecher zu nutzen. Tatsächlich nach den ersten wenigen Wochen kann man sagen, dass in Hessen leider der Mehrweganteil noch etwas unterm Bundesdurchschnitt ist. Heißt, nur wenige nutzen in Hessen Mehrweg. Warum eigentlich? Natürlich hätte ich mich informieren können und schöner wäre es auch, wenn wir uns da mehr umstellen auf Mehrweg, aber deswegen habe ich jetzt auch tatsächlich Einweg gedrückt. Zurück zu Predrag Prodanovic. Es ist Abend geworden. Wir treffen ihn in seinem 3. Schnitzelrestaurant in Mörfelden-Walldorf. Und das bereitet ihm die größten Kopfzerbrechen. Wir haben beim Schnitzel haben wir natürlich verschiedene Größen oder verschiedene Verpackungen, die wir brauchen. Wir brauchen einmal für den Beilagensalat, einmal für die Beilage, für die Bratkartoffel oder für die Pommes. Und für die Soße brauchen wir eine extra Verpackung. Das sind jeweils verschiedene Verpackungen. Noch profitiert er von einer weiteren Ausnahme. Neben Papierverpackungen sind auch Aluschalen von der Regel ausgenommen. Ich bin froh, dass wir aktuell natürlich dort also nicht verpflichtet sind, für diese Schnitzel das zu machen. Aber da müssen wir uns natürlich vorbereiten. Wir sind auch dabei. Ich war jetzt auf der Messe und habe geschaut, aber aktuell gibt es da jetzt noch keine Lösung, die mir sozusagen zusagt. Fazit: Keine Frage, ein Mehrwegsystem in der Gastronomie ist eine gute Sache, denn es vermeidet Müll. Doch es wird jede Menge Überzeugungsarbeit nötig sein, damit Kunden das Mehrwegsystem auch nutzen.